Deine Mutter ist nicht tot. Was? Ich bin deine Mutter. Du bleibst hier, bis wir richtig geredet haben. Lass mich durch, das hier ist nicht mein Zuhause. Bella ist abgehauen und war ziemlich wütend. Olli, jetzt sag schon, was ist mit ihr? Ist irgendwas passiert? Es ist alles in Ordnung, wir müssen sie nur schnell finden. So was wie mit dir habe ich noch nie erlebt. Es ist, als würdest du mich so sehen, wie ich wirklich bin. Ist es wahr, dass du noch nie so verliebt warst wie in Rebecca? Ja, ich habe dich nicht so geliebt wie Rebecca. Tristan, Es tut dir leid? Warum? Jetzt ist es endlich raus. Hat doch bestimmt gut getan, das mal auszusprechen. Ich habe dich nie so geliebt wie Rebecca. Ist doch toll. Du hast mich danach gefragt. Wäre es dir lieber gewesen, ich hätte dich angelogen? Natürlich war es hart für ihn am Anfang, aber er wird die Fakten akzeptieren müssen. Das sagst du später zu Rebecca, oder? Glaubst du wirklich, wir haben uns nur einen perfiden Plan zurechtgelegt, um dich fertig zu machen? Glaubst du, das ist alles nur Show? Ja, ich weiß. Eure Liebe ist real. Aber ich verrate dir mal was, das war meine Liebe zu dir auch. Aber das ist dir ja vollkommen egal, weil für dich ja nur deine großen Gefühle zählen. Das stimmt nicht. Ich war für dich doch immer nur der Pausenclown. Die Schulter, an der du dich ausweinen konntest, als Hagen dich wegen Dana in die Wüste geschickt hat. Ich wollte wirklich nicht, dass es so weit kommt, Tristan. Das ist einfach passiert. Hätte ich aus Dankbarkeit bei dir bleiben sollen? Hätte ich dich aus Dankbarkeit heiraten sollen? Du hättest nicht Ja sagen sollen, als ich dich gefragt habe. Weil für mich Ja auch Ja bedeutet. Ich habe selber daran geglaubt. Du hast einfach nur einen Idioten gesucht, den du ausnutzen kannst. Ich habe dir dein Händchen gehalten, als du vergewaltigt wurdest. Ich habe akzeptiert, dass du deinem Körper fremd geworden bist. Und weißt du auch warum? Weil ich dich geliebt habe. Aber du bist einfach nur ein billiges Flittchen auf der Suche nach dem nächsten Kick. Ich habe überall nach Bella gefragt. Ich habe sogar ihr Foto rumgezeigt. Die Leute haben wahrscheinlich gedacht, ich bin so ein durchgeknallter Stalker. Andi hat sie auch noch nicht gefunden. Er ist immer noch unterwegs. Wahrscheinlich hat sie Düsseldorf längst verlassen. Möglich. Ich hätte es ihr nicht sagen sollen. Es war ein Fehler. Charlie, jetzt hör auf. Sie fühlt sich doch von mir betrogen. Sie denkt doch, dass ich mein leichtes Single-Leben dem mit ihr vorgezogen habe. Was hast du denn erwartet? Dass sie dir um den Hals fällt, wenn du sagst, dass du ihre Mutter bist? Olli, es war nicht meine Idee. Und jetzt ist sie weg. Bella, Papa, was machst du hier? Ich meine, ich freue mich natürlich. das Holz war marode. Ich kann mich schlecht von was trennen. Wie lange bist du denn schon hier? Warum hast du nicht angerufen? Ich hätte dich doch vom Bahnhof abgeholt. Mein Handy war kaputt. Ich mach den Kaffee und dann beziehe ich dir dein Bett neu. Du bleibst noch eine Weile? Wenn sie nie mehr wieder zurückkommt und mir die Chance gibt, dass wir über alles in Ruhe reden. Charlie, jetzt beruhig dich. Hey, im Moment können wir eh nichts tun, außer warten. Guck mal, Andi ist unterwegs und vielleicht ist sein Instinkt ja richtig und er findet Bella, ohne dass er weiß, um was es geht. Er muss sie finden. Bella, ich weiß nicht, was in Düsseldorf passiert ist, aber hier ist dein Zuhause, das weißt du. Ich hätte dir viel früher sagen sollen, dass du adoptiert worden bist. Ich wollte, ich könnte das wieder ungeschehen machen. Zu spät. Ja, aber jetzt bist du erst mal hier. Und wenn es nach mir geht, dann bleibt das auch so. Möchtest du einen Kaffee? Ich habe auch Bienenstich da.
Wie weit bist du mit der Präsentation? Also ich bin mir sicher, dass wir Ansgar und Sebastian davon überzeugen können, dass LCL dringend eine Finanzspritze nötig hat. Ich bin gespannt. Entschuldigung, die Stoffe aus Dubai sind eingetroffen. Ah ja, danke. Siehst du, deine Skepsis war vollkommen unbegründet. Auf den Lieferanten ist Verlass. Und es müssen nicht immer die Pariser Stoffe sein. Die Veränderung wird uns gut tun. Ah ja. Ja. Neue Wege gehen, nicht immer den gleichen abgetretenen Pfad. Die Kundinnen erwarten das von uns. Ja, ich hoffe nur, die Qualität entspricht meinem Standard. Wir haben doch beide den gleichen Standard. Immer nur das Beste. Gleich wirst du noch sagen, wir sind beide aus demselben Holz geschnitzt. Nein, nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber du musst zugeben, wir haben eine äußerst erfolgreiche Verbindung. Ich verstehe, dass du das so siehst. Gut, dann sind wir uns ja einig. Graf Lahnstein? Ja. Nein. Ich halte diese Schmierenkomödie nicht mehr aus. Schaffen Sie mir diese Frau vom Hals so schnell wie möglich. Wie spät ist es denn? Viel zu spät. Ich wollte längst hier sein. Ist schon okay. Hat dein Termin mit Tristan so lange gedauert? Er wusste, dass wir ein Date haben und hat versucht, mich aufzuhalten. Hat sich immer neue Vorwände einfallen lassen. DVD hier und ein Auftritt da. Und dann? Dann ist mir der Kragen geplatzt. Er hat mich so lange provoziert, bis ich einfach nicht mehr anders konnte. Dann hat er mir vorgeworfen, dass ich ihn nur benutzt habe, um über Haken wegzukommen. Typisch Tristan. Er ist und bleibt Meister der Tragödie. Tja, und dabei dachte ich immer, ich bin hier die Drama Queen. Vielleicht hat er sogar recht. Ich habe ihn nur benutzt, nur mir war das währenddessen überhaupt nicht klar. Hey, hör auf. Nur weil Tristan nicht akzeptieren kann, dass wir uns lieben, musst du dich jetzt hier nicht mit Selbstvorwürfen quälen. Wusste ich's doch. Was machst du denn hier? Wonach? Sorgst du mich jetzt? Oder geht's um meinen Vertrag bei Brandner Bau? Bella. Willst du mich verklagen? Wo sind deine Anwälte? Was? Nein, ich bin hier, weil ich mir Sorgen um dich gemacht habe. Olli und ich haben ganz Düsseldorf nach dir abgesucht. Wieso bist du einfach abgehauen, ohne irgendwas zu sagen? Du bist wirklich der Letzte, mit dem ich reden will. Hör mal, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Das mit Schweden, das wäre bestimmt total spitze gewesen, aber beim nächsten Mal halte ich mich da einfach raus. Also, falls es ein nächstes Mal gibt. Ich habe dir vertraut. Ich habe wirklich geglaubt, wir wären Freunde. Aber das sind wir doch auch. Ich will dir nur helfen. Was ist denn passiert? Charlie, das ist passiert. Und was ist mit Charlie? Sie ist meine Mutter. Sie sollten sehen, wie verlogen Tanja mich angrinst und mit Hilfe ihres kleinen Mannes ihre absurden Entscheidungen durchboxt. Sie hält sich für die eigentliche Chefin der Firma. Warum denn so missgünstig? Wir wissen doch beide, dass Tanjas Höhenflug nicht von langer Dauer sein wird. Worte, Worte. Es fehlen Taten. Was ist denn mit Ihnen? Sie wollten doch eigentlich gegen Sebastian was unternehmen. Wenn Sie mir sagen, wo ich ihn angreifen kann, dann werde ich das auch tun. Ich weiß auch schon, wie wir es machen. Wir benutzen Tanja, um Sebastian zu schaden.
Klingt interessant, aber unkonkret. Stellen wir uns doch mal vor, in nächster Zeit ereignen sich bei LCL diverse kleine Katastrophen, als deren Verursacherin nur Tanja in Frage kommt. Sie ahnen, worauf ich hinaus will? Dann würde es Sebastian schwerfallen, ihr im Gremium den Rücken zu stärken. Tja, der klassische Zwei-Fronten-Krieg. Da könnte sogar unser kleiner Thronfolger stolpern. Na, redet ihr über mich? Sebastian, auch wenn es dir schwerfällt, aber du bist nicht der Nabel der Welt. Nein, ist das so? Tja, tut mir leid, die Pflicht ruft. An dieser Stelle muss ich mich empfehlen. Für was, Ansgar, für was? Einen schönen Tag noch. Luca, machen Sie bitte mal einen Espresso. Sehr gern. Charlie ist seit 27 Jahren Mutter und hat nie was erzählt? Ich fass es nicht. Sie war immer für alle da, hatte immer eine offene Tür, ein offenes Ohr, hat quasi die ganze WG adoptiert. Und ich habe immer gedacht, schade, dass sie keine eigenen Kinder hat. Dabei hatte sie die ganze Zeit eine Tochter, die sie nicht wollte. Das tut mir leid, das war nicht so gemeint. Charlie hat dir doch bestimmt auch gesagt, wie leid dir das alles tut. Ja? Aber nur, weil sie mich nach 27 Jahren zufällig wieder getroffen hat. Hat sie das so gesagt? Naja, sie hat... Nein. Sie hat mir diesen ganzen Quatsch erzählt, von wegen, wie sehr sie das bereut und sie hätte es so gerne anders entschieden, bla. Und du hast ihr das nicht geglaubt? Nein? Sie hatte bestimmt Schiss, das kann man doch auch irgendwie verstehen. Sag ihr das doch mal. Dann fühlt sich wenigstens einer besser. Bella, wo bleibst du denn? Der Kaffee ist doch... Oh, hallo. Hallo. Ich komme gleich, Papa. Ja. Ich will ihn auch nicht warten lassen. Bella, mein Vater hat mich auch sitzen lassen, als ich noch ein kleines Kind war. Ich habe ihn nie gefragt, warum. Und jetzt ist er tot. Jedenfalls, das Schlimme ist nicht die Angst vor einer Antwort, die man kriegen könnte, sondern, dass man die Frage nicht mehr stellen kann. Denk mal drüber nach. Oh, Überraschung. Ich komme wegen Tanjas Präsentation. Wir wurden doch vorhin unterbrochen. Was hätten Sie schon noch zu sagen? Sie unterschätzen mich. Also, das ist der Plan. Was wäre das? Ein Antrag? Das würde ich lassen. Der Inhalt lebt. Was? In diesem hübschen Kästchen befinden sich die Eier einer äußerst gefräßigen Mottenart. Sie sind ein Mann mit seltsamen Vorlieben. Und Sie werden dieses Kästchen noch heute Nacht im Stofflager platzieren. Und in 2 Wochen, wenn die Produktion der neuen Kollektion anläuft... Sind die wundervollen Stoffe aus Dubai von Motten zerfressen? Tja, es ist wahrscheinlich ein Fehler, wenn man nicht mit einem Stofflieferanten zusammenarbeitet, den man schon seit Jahrzehnten kennt. Ach, ich weiß nicht. Sie wollten einen Plan? Das ist ein irre guter Plan. Zu irre für meinen Geschmack. Gibt das überhaupt? Wenn die Kollektion scheitert, schadet das meiner Firma. Ich würde mich selbst ruinieren. Hören Sie, wenn Sie Tanja loswerden wollen, müssen Sie ein gewisses Risiko eingehen. Muss ich das? Vertrauen Sie mir. Sobald Tanja von Bord ist, werde ich mit einer kräftigen Finanzspritze dafür sorgen, dass der Ruf von LCL wiederhergestellt ist. Also, schmollen Sie nicht, handeln Sie. Rebecca, immer schön, dich zu sehen. Hör auf, so zu grinsen, es reicht. Du überschreitest eine Grenze nach der anderen. Interessant, dass gerade du das sagst. Das mit Marlene und mir ist eben passiert. Akzeptier das endlich. Und hör bitte auf, mit irgendwelchen billigen Tricks unsere Verabredungen zu sprengen. Es kotzt mich an. Das Gespräch fing an, mich zu langweilen. Ja, leb deine narzisstische Kränkung aus, wie du willst, aber lass uns damit in Ruhe. Wundert mich nicht, dass Marlene es nicht länger mit dir ausgehalten hat. Rebecca, du gehst zu weit. Ich habe Tristan verletzt und ich kann nicht von ihm verlangen, dass er das einfach so ausblendet. Siehst du, sogar Marlene weiß, dass sie emotional Amok gelaufen ist. Dann begreifst du es endlich. Du bist sauer.
Ehrlich gesagt hätte ich mir schon ein bisschen mehr Unterstützung erwartet. Ich meine, Tristan versucht immer wieder einen Keil zwischen uns zu treiben. Merkst du das nicht? Ich habe doch schon mit ihm Klartext geredet, aber ich muss einfach auch ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, wie er sich fühlt. Schließlich habe wir ihm ganz schön übel mitgespielt. Ja, aber deswegen müssen wir doch noch lange nicht vor ihm auf den Knien rumrutschen. Das haben wir doch auch gar nicht getan. Marlene, ich habe einfach nur Angst, dass das nie wieder aufhört. Ich möchte endlich ein unbeschwertes Leben führen. Ich bin verliebt und ich möchte auch verliebt sein dürfen. Ich weiß doch momentan auch nicht, wie es normal werden soll. Es ist nun mal passiert, was passiert ist. Aber dann bringt es auch gar nichts, dass wir hier ausziehen. Ich meine, du wirst ja Tristan jeden Tag im No Limits begegnen. Und er wird alles daran setzen, dass du weiterhin ein schlechtes Gewissen hast. Rebecca. Ich gehe jetzt mal duschen. Und du willst wirklich schon wieder fahren? Ich dachte, Ich muss einfach noch was in Düsseldorf klären. Es tut mir leid, Papa. du willst mir nicht sagen, worum es... Ich kann nicht. Du weißt, die Tür ist immer offen für dich. Ich weiß, danke, Papa. Ah, warte. Ich bin gleich wieder da. Ach, ich krieg das einfach nicht hin. Lass mich mal. Nein, lass es. Danke. Hier. Wenn sie dir auch gefällt, schenke ich sie dir. Doch, die ist toll, aber das geht doch nicht. Ich sage dir, was nicht geht. Diese Lederjacke ohne die Kette. Und jetzt Schluss damit. Andi, Hey Charlie, ich bin gerade in Tübingen bei Bella. ich möchte gerne mit dir sprechen. Steht sie neben dir? Jetzt mal ganz langsam. Ich glaube nicht, dass Bella jetzt gerade mit dir sprechen will. Irgendwie kann ich sie auch verstehen. Okay, dann richte ihr wenigstens aus, dass... Charlie, Sag ihr doch bitte, dass ich... ich werde bestimmt nicht den Vermittler für dich spielen, okay? Ich fahre aber gleich mit ihr nach Düsseldorf. Ich wollte, dass du das weißt. Andi, ich... Danke. Vielen Dank. Mach dir keine Sorgen. Sie kommt mit und das ist ja schon mal ein Anfang. Hier. Ein altes Handy. Du hast ja gesagt, deins wäre kaputt. Vielleicht hast du ja mal Lust, mich anzurufen. Das habe ich bestimmt. Pass auf dich auf, meine Kleine. Mach ich. Tschüss. Ich muss Schluss machen, okay? Wer war das? Nicht so wichtig. Deswegen ist es unumgänglich, die Marketingbudgets drastisch zu erhöhen, um quasi antizyklisch, wie ihr in Tabelle 3 sehen könnt, die Abwärtsspirale zu durchbrechen, die nicht nur uns, sondern die ganze Modebranche befallen hat. Damit wäre wohl klar, was zu tun ist. Ach, ist es das? Ja, natürlich ist es das. Diese Investitionen sind unumgänglich. Wenn in den Schwellenländern, wo die Märkte zurzeit explodieren, kein Mensch eine Ahnung davon hat, dass es LCL überhaupt gibt, kann das Unternehmen vom dort explodierenden Luxusgüterkonsum natürlich auch nicht profitieren. Das hast du aber schön auswendig gelernt. Ich wahr? Trotzdem, seit wann werden derartige Investitionen nicht mehr vor dem Gremium verhandelt? Das werden sie. Und alle werden dafür stimmen. Und selbst wenn, ich mag deine vorauseilenden Entscheidungen nicht. Das Ganze riecht mir zu sehr nach Mauschelei. Na, jetzt überraschst du mich aber. Habe ich dich nicht vorher in trauter Zweisamkeit mit Clarissa gesehen? Sowas kann schnell den Eindruck erwecken, dass sie dich ohnehin über alles in Kenntnis gesetzt hat. Ach, Clarissa. Ich tue nur das, was ihr beide grundsätzlich versäumt. Ich halte ihr von Zeit zu Zeit das Händchen und gebe ihr das Gefühl, dass ihr jemand zuhört. Wie selbstlos von dir. So bin ich, Tanja. Und wie lange soll das noch gut gehen? Irgendwann wird sie merken, dass du sie loswerden willst. Das glaube ich kaum. Im Gegensatz zu dir kann ich nämlich mit Frauen umgehen. Oh, wie ich sehe, habt ihr bereits ohne mich angefangen. Clarissa. Tanja und Sebastian hier haben mich gerade mit stichhaltigen Argumenten davon überzeugt, dass wir dringend wieder in LCL investieren müssen. Ah ja. Die Redakteurin von Jet Set Today hat gerade angerufen. Ich rufe zurück. Sie sagt, sie steigt gleich für 13 Stunden in den Flieger nach L.A. Gut.
Ich komme. Eine gute Entscheidung. Gut, dass wir sie getroffen haben. Ja, wollen doch mal sehen, ob diese wichtigen Investitionen auf fruchtbaren Boden stoßen. Ja, das werden sie. Ich krieg das mit dem Verschluss einfach nicht mehr hin. Du hast ja auch nicht das richtige Werkzeug. Aber das muss doch irgendwie gehen. Charlie, du brauchst einfach Hilfe von einem Fachmann. Du hast ja recht. Weißt du denn schon, was du Bella sagen willst, wenn sie wiederkommt? Die Wahrheit. Auch wenn sie hässlich ist. Weißt du, ich habe einfach immer gedacht, dass es für die Kleine am besten ist, wenn sie in eine richtige Familie kommt. Aber ich schäme mich so. Ich habe 27 Jahre lang verdrängt, dass ich eine Tochter habe. Olli, aber jetzt will ich nichts mehr verdrängen. Und ich will meine Verantwortung wahrnehmen. Ich will Bella eine richtige Mutter sein. Und wie lange soll das noch gut gehen? Irgendwann wird sie merken, dass du sie loswerden willst. Das glaube ich kaum. Im Gegensatz zu dir kann ich nämlich mit Frauen umgehen. Wer ist der Feind? Hast du gerade mit dir selbst gesprochen? Ich? Ha? Hab ich nicht. Hast du wohl? Ich war in Gedanken. Und wo geht's jetzt noch hin? Ich gehe um den Block. Mit den Nachtfaltern reden. Das ist ja fast so wie früher. Meine Mädels und ich. Schade, dass Kim noch in Florenz ist. Hast du auch so ein Creme? Ich glaube, das kommt von unserem Hahn im Korb. Lästert ihr nur. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr da seid. Ihr hättet Hagen und Rebecca doch gerne mitbringen können. Hagen wäre nicht so unterhaltsam gewesen. Der schimpft die ganze Zeit, weil das Budget so knapp ist. Außerdem ist Papa doch eh lieber alleine mit seinen Mädels, oder? Also wenn ich auf jemanden verzichten kann, dann auf Hagen. Aber Rebecca, hatte sie keine Lust mitzukommen? Nein. Habt ihr euch gestritten? Wieso sollten wir? Behauptet das jemand? Ich meine nur, ich habe gehört, dass du dich mit Tristan getroffen hast. Arbeitest du neuerdings für die Glanz und Gloria? Mach da ein Praktikum. Marlene, wir sind eine Familie. Ich meine, da kann man schon mal Fragen stellen, oder? Ja, man muss aber auch nicht immer antworten. Ich denke, zu dem Thema ist alles gesagt. Ich habe mit Tristan lediglich über eine geplante Lily Rose DVD gesprochen. Wie vertritt er dich denn wieder als Manager? Nein, es geht nur um diese eine Sache. Ja, wenn es dabei bleibt. Ich meine ja nur, also bisher hat er die noch immer irgendwo reingekrätscht. Es ist eben nicht so leicht. Wir hatten nicht nur eine private, sondern auch eine geschäftliche Beziehung. Sowas trennt sich nicht von heute auf morgen. Da dreht sich aber jemand im Kreis. Also du musst nichts tun, was dir nicht recht ist. Was du brauchst, ist endlich ein klarer Schnitt. Jetzt vergiss doch mal diese Kette. Ich habe dir doch versprochen, mich morgen früh drum zu kümmern. Du weißt doch, wie viel sie mir bedeutet. Ob Bella dir verzeihen kann, hängt nicht davon ab, ob diese Kette ganz ist oder nicht. Ja, ich weiß. Gut, Denkst du, sie ist schon in Düsseldorf? ich weiß es nicht. Aber sie wird sich ja bestimmt melden. Olli, danke, dass du mir so schnell verziehen hast. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah, Christian, hey. Ich habe schon gedacht, du bist aus Versehen nach Alaska geflogen. Ja, Bella haben wir gefunden. Andi holt sie gerade aus Tübingen ab. Ja, aber erzähl du mal, wie ist es denn bei dir? Bist du schon in England angekommen? Willst du jetzt gleich zu Charlie? Nee, ich hab's nicht so eilig. Ich meine ja nur, falls du es dir wieder anders überlegst und plötzlich abhaust. Ich wünschte, ich hätte nie erfahren, dass Charlie meine Mutter ist. Ich kenne das. Ich wünschte mir auch schon mal, gewisse Dinge nicht erfahren zu haben. So war das bei Arnos Krankheit. Ja, aber zum Glück habe ich dann kapiert, dass es tausendmal besser ist, darüber zu reden, als den Käse zu glauben, den man sich selbst einredet. Habe ich von einer Ex-Angestellten gelernt. Ziemlich klug, die Ex-Angestellte. Warum arbeitet die nicht mehr für dich? Du, das ist eine lange Geschichte. Naja, aber jedenfalls bin ich mir ganz sicher, dass Charlie dich ihr Leben lang vermisst hat. Gib ihr einfach die Chance, dir das zu zeigen. Und dann? Dann tut es
bestimmt nicht mehr so weh, da bin ich mir ganz sicher. Schläfst du? Rebecca. Was wird das denn? Feiern wir jetzt leidenschaftliche Wiedervereinigung? Zieh dich schon mal aus, ich mach mich schnell frisch. Bitte hör auf mit dem Blödsinn. Wir müssen reden. Was gibt es denn so Wichtiges? Ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Und wenn ich könnte, ich würde die Zeit zurückdrehen. An den Punkt, an dem Hagen mich verlassen hat. Aber ich kann es nicht. Ich kann dich nur um Verzeihung bitten. Tristan, ich kenne deinen Schmerz. Das ist genau der Schmerz, der mich dazu veranlasst hat, diesen Fehler überhaupt zu begehen. Und der Fehler war ich. Ja. Ja, du warst mein Fehler. Aber jetzt liebe ich Rebecca und ich bin mit ihr zusammen, also komm damit klar. Und was, wenn nicht? Dann ist es mir egal. Ich steige aus. Woraus? Aus diesem ganzen Kreislauf. Du lässt deine Wut an mir aus. Ich fühle mich dir gegenüber schuldig, mach mich klein, streu Asche auf mein Haupt. Du lächelst mich an, nur damit ich einen kurzen Moment wieder Hoffnung habe. Damit du dann wieder auf mir rumtrampeln kannst. Du wirst mich weiter hassen, aber ab heute kann ich damit leben. Das führt doch zu nichts. Ich werde jetzt durch diese Tür gehen. Und ich werde glücklich sein. Hast du das verstanden? Warte. Ich will's auch versuchen. Damit zu leben, dass du mich nicht mehr liebst. Guten Morgen, Graf Lahnstein. Morgen, Justus. Das hier wurde soeben für Sie abgegeben, allerdings ohne Absender. Sehr merkwürdig. Das wird doch keine Bombe sein, oder? Ja. Ich habe dran gehorcht. Es tickt nichts. Justus, ich verrate Ihnen jetzt vielleicht was Neues, aber Briefbomben ticken in der Regel nicht. Ja. Hm? Natürlich nicht. Danke, ich brauche sie nicht mehr. Ja. Was ist denn los? Es tut mir leid. Was denn? Dass ich nicht bei deiner Überraschung war. Und dass ich gestern Abend nicht da war und dir in den Rücken gefallen bin. Aber das wird jetzt anders. Was ist denn mit dir los? Du bist so gut gelaunt. Ich habe einfach gut geschlafen und
Ich habe mir die Exposés angeguckt und mich doch tatsächlich in das hier verliebt. Das gibt's ja nicht. Das ist auch mein Favorite. Ich glaube, wir haben echt irgendwie eine kosmische Verbindung. Ja, das glaube ich auch. Sollten wir einfach ein anderes Mal wiederkommen. Was? Nein, du kannst es nicht ewig vor dir herschieben. Augen zu und durch. Du hast Fragen? Charlie hat die Antwort. Bella. Charlie. Schön, dass du zurückgekommen bist. Wollen wir uns setzen? Hast du Hunger? Soll Xavier dir was machen? Nein, danke. Du hast sicher viele Fragen. Soll ich anfangen? Wie wär's denn am Anfang? Angefangen hat alles damit, dass ich mich verliebt habe. In Ollis Vater. Du bist mit mir schwanger geworden. Ja. Und du konntest oder wolltest mich nicht abtreiben. Niemals. Das hätte ich nie gekonnt. Aber du wolltest mich auch nicht. Das war der größte Fehler meines Lebens. Und mit 18? Was meinst du? Soweit ich weiß, kann man doch mit 18 die Adoptionspapiere einsehen. Warum hast du dich nie gemeldet? Die Adoption, also der bürokratische Vorgang, war nicht ganz legal. Wie meinst du das? Naja, der zuständige Beamte wurde damals, ich glaube, mit 20.000 Mark bestochen, dass er den Vorgang anonym durchführt. Anonym? Dann wolltest du all deine Spuren verwischen, oder? Nein, Bella, so war das nicht. Wenn es dir so wehgetan hat, mich wegzugeben, Hast du je versucht, mich zu finden? Also irgendwas ist mit dir passiert. Ich weiß bloß noch nicht was. Wieso? Ich weiß nicht, du wirkst irgendwie so erleichtert, entspannt. Na gut. Ich war letzte Nacht bei Tristan. Was? Ja, es war gut. Ich habe ihm klargemacht, dass ich nach vorne sehen will. Und dass ich aufhören werde, mich vor ihm schuldig zu fühlen. Und was hat er gesagt? Er will auch, dass es aufhört, dass wir uns dauernd das Leben schwer machen. Und er hat es ernst gemeint, das habe ich genau gespürt. Und was ist mit deinem schlechten Gewissen? Das ist weg. Ich liebe dich. Nein. Ich rufe schnell den Makler Das an. ist überhaupt nicht mehr nötig. Wieso? Rebecca, das hier, das ist dein Zuhause und irgendwie ist es auch zu meinem geworden. Wir wollen hier doch gar nicht weg. Und das heißt? Dass wir nicht umziehen werden. Tristan wird uns akzeptieren. Also lass uns anfangen zu leben. Zusammen. Und hier. Das ist aber eine gewaltige Summe. Wie siehst du das, Ludwig? Wenn Sebastian das durchkalkuliert hat, ich vertraue ihm. Danke. Die Investition wird sich im nächsten Quartal positiv bemerkbar machen. Ihr werdet sehen. Jetzt, wo wieder mehr Spiegel in der Kasse ist, sollten wir auch über das Gestüt reden. Du willst neue Rennpferde kaufen? Wenn wir als Rennstall weiter erfolgreich mitspielen wollen, unbedingt. Der Markt ist gerade sehr interessant. Tristan, wie wär's, wenn du das nächste Mal einen Löffel benutzt? Tristan, warte. Ich weiß, meine Tischmanieren lassen Sie wünschen übrig. Wir alle wissen, worum es geht. Es tut mir leid. Rebecca und Marlene geben sich alle Mühe, eine Eskalation zu vermeiden.
Tun Sie das? Ja, wir alle nehmen Rücksicht auf dich. Wenn es noch etwas gibt, was wir tun können, dann sag es. Aber sag es. Spart euch euer Mitleid. Haben Sie den Verstand verloren? Moi? Wieso schicken Sie mir diese dämlichen Motten? Es wäre dumm von mir, mich auf Ihren schwachsinnigen Plan einzulassen. Wie bitte? Sie wollen, dass ich meine Firma ruiniere mit diesem Ungeziefer. Ja, aber doch nur, damit Tanja mit ihren Käufen in einem schlechten Licht dasteht. Glauben Sie etwa, ich bin blind? Kann es nicht sein, dass Sie am Ende doch noch die Seiten wechseln? Sind Sie irre? Seit Wochen reden Sie davon, dass Sie jede einzelne Sparte ruinieren wollen. Nur in meiner Firma passiert überhaupt nichts. Natürlich geht nicht alles zur gleichen Zeit. Wer sagt mir, dass Sie nicht ein doppeltes Spiel spielen? Sie wollen mir doch gar kein gut laufendes Unternehmen übergeben, sondern eins, das am Abgrund steht. Sie sehen Gespenster. Ich sehe gar nichts. Sie wollen mich hintergehen. Sagen Sie mal einen Grund, warum ich Ihnen noch vertrauen soll. Wenn es dich so geschmerzt hat, mich wegzugeben. Wie oft hast du denn versucht, mich zu finden? Ich habe es nie versucht. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Für einen ganz kurzen Moment, da habe ich wirklich gehofft, dass es anders wäre. Bella, bitte geh nicht. Bella. Ja, ich habe dich weggegeben. Und ich habe nie versucht, dich zu finden. Aber das heißt doch nicht, dass ich dich nicht geliebt habe. Versteh doch, in welchem Konflikt ich war. Ich wollte Ollis Familie nicht zerstören. Aber du solltest auch nicht darunter leiden. Ich wollte, dass du in einer intakten, behüteten Familie aufwächst. Mit Eltern, die sich um dich kümmern können, die Zeit für dich haben. Und deshalb hast du alle Spuren verwischt, oder? Bitte, lass mich diesen Fehler wieder gut machen. Weißt du, ich habe mein ganzes Leben ohne dich verbracht. Ich brauch dich nicht. Du bist keine Mutter. Du bist eine Frau, die alles dafür getan hat, ihr Kind nie wiederzusehen. Die mich 27 Jahre lang weder vermisst noch gesucht hat. Du wolltest den totalen Schnitt. Hier hast du ihn.